Glutenfreies Essen ist nicht immer leicht, aber wie ihr ganz leckere, gesunde Brötchen herstellen könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo, hier ist Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. So, wir fangen einmal an. Ich habe hier einmal Leinsamen. Die sind jetzt bei mir geschrotet, ihr könnt aber auch ganze nehmen. Die werden in heißes Wasser für 2 bis 4 Stunden eingeweicht. Dann hier einmal Buchweizenmehl. Die genauen Angaben findet ihr unten unter diesem Video. Dazu gebe ich jetzt hier einmal Kichererbsenmehl. 100 Gramm sind das jetzt in dem Fall. Dann habe ich jetzt hier auch noch mal Reismehl. Das ist ganz fein. Noch ein bisschen Sojamehl. Ja, ist eine schöne Mischung. Und noch ein bisschen Speisestärke. Ihr seht, es ist ein bisschen eine Herausforderung. Alternativ könnt ihr auch nur Buchweizenmehl nehmen, aber ich finde, gerade durch diese Mischung werden sie richtig lecker. Dazu gebe ich noch ein bisschen Salz und danach kann ich die ein bisschen abgesiebten Leinsamen hinzugeben. Ihr seht, sie sind sehr aufgequollen, aber das ist wichtig. Macht ihr das mit dem Einweichen nicht, dann trocknen die Brötchen bzw. auch wenn ihr Brote backt, dann aus. Also wirklich das A und O. Hier meine selbst hergestellte Hefe. Wieso, weshalb und wie erfahrt ihr rechts unter dem i. Und das gebe ich jetzt mit hinzu. Wichtig, dass ihr immer auch den Satz mit hinzugebt, denn da steckt auch noch mal ganz viel drin. So, das ist doch super einfach gewesen. Ab in den Mixer damit und einmal schön verkneten. Dabei achte ich darauf, dass ich es nicht zu lange mache. So, ein bisschen kneten, kneten, kneten. Ich gebe gleich noch mal ein bisschen Wasser hinzu. Ich gucke mir aber immer erstmal so die Konsistenz an. Das sind so circa 340 bis 400 Milliliter, je nachdem, wie das bei euch ist. Vielleicht habt ihr auch Buchweizen-Vollkornmehl genommen, dann braucht ihr da auch noch mal mehr. So schön durchkneten. Ich schreibe euch die Mengenangaben, wie ich sie benutzt habe, unten rein. Das könnt ihr noch mal ordentlich nachlesen. Und die sind wirklich super einfach zu machen. Von der Konsistenz her müsst ihr gucken, sie müssen so sein, dass ihr sie noch kneten könnt. Alternativ, wenn euch der Teig zu flüssig wird, auch gar kein Problem. Gebt das Ganze in eine gefettete Kastenform und dann könnt ihr ein schönes Brot daraus backen. Gebt dann circa 20 bis 30 Minuten Backzeit zusätzlich nur noch hinzu. Dann klappt das in jedem Fall und wird auch durch. So, hier ist der fertige Teig. Man kann es schon erkennen, die Konsistenz ist anders als sonst beim herkömmlichen Mehl. Aber es lohnt sich wirklich. Übrigens, bei mir sind meistens so um die 28 Grad. Es war ja mal das Thema mit saurem Gebäck und saurem Hefewasser. Schaut euch das Video dazu nochmal an. Ich verlinke es euch oben rechts für diejenigen, die da manchmal Probleme mit haben. Das lohnt sich sehr. Und ich decke das mit meinem Bienenwachstuch ab und lasse das Ganze bei Zimmertemperatur so lange stehen, bis es sich vergrößert hat, beziehungsweise ein bisschen Blasen wirft. So, ab zur Seite gestellt. Übrigens, mein Bienenwachstuch habe ich auch aufgefrischt. Das Video findet ihr oben rechts unter dem i. So, und bei glutenfreien Teigen kann man das nicht so gut erkennen, aber da sind so feine Risse. Hier, seht ihr das? Das ist aufgegangen, ist aber nicht ganz so ersichtlich. So, hier haben wir jetzt den Brocken. Ich freue mich schon drauf. Also bei uns ist es so, wir müssen nicht glutenfrei essen. Ich versuche aber trotzdem Abwechslung auf den Tisch zu bringen und deswegen ist es mir immer ganz, ganz wichtig, dass ich immer wieder Neues ausprobiere. Dann friere ich die Brötchen ein und backe dann immer verschiedene Sorten auf. Also 1, 2 glutenfreie, dann noch ein paar Milchbrötchen, dann von den Sonntagsbrötchen welche, dann Roggen-Walnussbrötchen. Also wirklich unterschiedlich, als wenn ihr zum Bäcker geht. Und das ist wirklich wichtig, dass ihr Abwechslung auf den Tisch bringt, denn so könnt ihr euch gesund und lecker ernähren, auch wenn es mal viel Teige sind. So, ihr seht, der Teig ist klebriger, deswegen habe ich hier noch eine Schüssel Wasser und schneide mir jetzt die Brötchen ab und forme jetzt süße kleine Brötchen daraus. Vor allem durch das Reismehl und die Speisestärke ist das mit Wasser einfacher zu handhaben. Das ist bei diesen Teigen einfach so. Und so verfahre ich mit allen Brötchen. Schöne kleine Brötchen. Ihr könnt die natürlich auch ein bisschen größer machen. Ich finde die kleinen ein bisschen schöner, weil die unheimlich satt machen. Also so ein kleines Brötchen reicht mir schon zum Frühstück aus und ich bin pappsatt.
Ihr könnt das natürlich auch ergänzen mit Chiasamen, mit Haferflocken oder anderen Kernen und oben auch nochmal dekorieren. So, und übrigens, wenn ihr Mitglied werden wollt, um keine Folge mehr zu verpassen und auch ein bisschen mehr zu bekommen, das heißt Videos, extra kleine Bildchen, schnelle Antworten innerhalb von 24 Stunden, dann müsst ihr das ausprobieren. So, seid ihr bereit? Hier, die waren bei 225 Grad, circa 25 Minuten im Ofen. Die sehen richtig toll aus. Guckt euch das Ergebnis an. Übrigens ein großes Dankeschön noch an mein Goldmitglied, Maren Kelberer. Danke, dass du dabei bist und mich nochmal zusätzlich zu den anderen Mitgliedern auch nochmal hier unterstützt. Ich freue mich riesig darüber und alles, was ihr zu der Mitgliedschaft wissen müsst, findet ihr unten unter dem i. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den neuen Rezepten, die ich euch hier auf dem Bildschirm anzeige. Ganz herzliche Grüße, eure Emma.